Wir waren mit der Markus-Passion in 4 Städten unterwegs. In der ersten Konzertreihe 2023 im März haben sie 4-mal gespielt, in 4 verschiedenen Kirchen und logischerweise mit 4 verschiedenen Zuhörerschaften. Also das Publikum war immer anders und jeder Ort hatte eine ganz andere Stimmung. Die Konzerte waren grundverschieden untereinander. Es ist gelungen, dank eines unglaublich großartigen Tonmeisters, der uns das aufgenommen hat, dass wir das erste Konzert und die Generalprobe, die am gleichen Ort stattfanden, und das letzte Konzert in einer ganz anderen Akustik, das haben wir alles aufgenommen, diese 3 Varianten, Durchläufe, dass man das zusammenfügen konnte zu einer Aufnahme, an der man diese beiden verschiedenen Orte nicht bemerkt. Das ist mir absolut unbegreiflich, wie das zustande gekommen ist. Ich glaube nicht mal, dass dieser Tonmeister das selber so geahnt hat, dass das möglich wäre. Es gab eine Sache, die hat mich erstaunt. Da gab es in der Nummer 25 eine Choralbearbeitung Ich will hier bei dir stehen über diese Passionsmelodie O Haupt voll Blut und Wunden. Diese Melodie. Da sind die Ausführenden zum Teil, also nach der Aufführung zu mir gekommen und haben gesagt, was ist da passiert? Also die waren so berührt von irgendwas, ich kann mir das auch nicht erklären. Und denen ist da irgendwie wie eine, also jemand hat mir gesagt, es ist wie wenn man mit einer Schraube oder mit einem Schmerz, ich weiß nicht mehr, was das Wort war, in die Seele reinfährt und dann dreht und immer nochmal dreht und nochmal dreht. Das schmerzt immer noch mehr. Da dreht sich was so tief rein. Ich weiß nicht, was das zum Beispiel jetzt für Fragen auslösen würde, ja, wie haben Sie das komponiert? Ich kann auch das nicht erklären. Ich kann nur von dieser Wirkung sprechen, also von der Reaktion, die Ausführende oder auch Zuhörer dabei hatten bei diesem speziellen Stück, bei diesem bestimmten Stück. Und ich möchte auf keinen Fall je davor zurückscheuen, auch unschöne Sachen offen zu zeigen. Also es geht jetzt nicht um Tabubrüche oder darum, dass man Dinge zeigt, die andere belästigen oder beleidigen, überhaupt nicht. Aber dass man nicht die Augen verschließt vor Leid, Gewalt, Krieg, Depressionen, solchen Dingen. Und dass es möglich sein soll, diesen Gefühlen zuzuhören und diesen Emotionen zuzuhören und die in die Welt zu tragen. Auch zu teilen vielleicht mit anderen, wenn man das will. Und das habe ich da vielleicht probiert. Da ist sicher viel auch von mir mit drin. Viel von mir. Ich kann Sprüche machen und Witze machen, das ist vielleicht eins. Aber ich kann es auch lassen. Ich kann auch sehr ernst werden. Und ernst im Sinn von auch, dass es einem nicht gut geht. Also dass es in dem Fall mir nicht gut geht. Und die Seite habe ich auch, das ist so eine, vielleicht nennt man das Schlagseite, also nicht ein Übergewicht, aber ein Gewicht auf einer bestimmten Seite, jetzt in meinem Fall. Und die kommt da wahrscheinlich ein bisschen zum Vorschein. Dass ich an mir, vielleicht auch an anderen, an vielen meiner früheren Schüler Sachen erlebt habe, die so furchtbar sind, dass sie unheimlich tief sitzen bleiben. Und ich denke dann immer, die Probleme jedes Menschen sind die schlimmsten Probleme. Also meine Probleme sind die schlimmsten Probleme, die es gibt, weil die betreffen ja mich. Ich muss das nicht vergleichen mit den Problemen anderer. Für die sind nämlich deren Probleme die schlimmsten. Und es hat genauso viel Gewicht, wie meine das für mich haben. Und vielleicht kann diese Musik auch einen
Gefäß sein, eine Möglichkeit, dass man überhaupt darauf erst kommt, dass man diese Gefühle hat, selber, wenn man sowas hört. Und das vielleicht ist da passiert. Das ist da vielleicht passiert in den Konzerten, dass die Leute zu mir kamen und sagten, was ist da? Beim Komponieren ist man allein. Man kann zu zweit ein Bild malen oder einen Tonkrug töpfern. Gut, das ist vielleicht ein bisschen schwieriger, aber oder man kann auch gemeinsam kochen. Gibt es diese schönen WG-Momente oder so. Am Freitagabend kochen wir gemeinsam. War nie so meins. Ich koche lieber allein. Ich weiß nicht warum, es ist einfach so. Ich bin vielleicht auch einsam. Aber ich habe unglaubliches Glück mit Menschen, die um mich herum sind. Als Freunde, auch in der Familie. Da habe ich auch manchmal Pech. Also nicht nur in der Familie, auch sonst habe ich manchmal Pech, aber eigentlich vor allem Glück. Es gibt auch Einsamkeit und die ist, wenn sie da ist, für mich fast unerträglich. Und beim Komponieren, da muss ich alleine sein. Nicht einsam, aber allein. Da alle raus, bitte. Da will ich nicht, dass man mir zuschaut, einfach schon darum, weil ich mich schäme, dass ich am Cembalo die Tasten nicht treffe. Vielleicht treffe ich sie besser, wenn ich dann allein bin. Aber wenn mir jemand zuhört am Instrument, dann das ist eine Zumutung, also für die anderen. Und für mich ist es unerträglich, weil ich einfach weiß, dass ich so viele Dinge nicht kann, instrumental nicht kann, die andere wahnsinnig gut können. Und das muss ich mir nicht antun, den anderen nicht antun. Und die Noten so zusammenzustellen, zu komponieren, dass es für mich stimmt, das muss ich ja alleine mit mir selbst ausmachen. Und da muss ich allein sein, das meine ich damit. Einsamkeit gibt es aber auf verschiedene Arten. Es gibt die glückliche Einsamkeit und es gibt die unglückliche Einsamkeit. Und ich glaube, dass ich beide ein bisschen kenne. Ich habe aber nie komponiert, weil ich einsam war, zum Beispiel. Wenn ich einsam bin, kann ich nicht Musik schreiben. Das geht nicht. Da muss ich in mindestens einigermaßen guter Verfassung sein. Aber allein. Das dann schon. Einsamkeit wird dann interessant, wenn sie sich gut anfühlt. Und wenn ich auf das Einsamsein oder Alleinsein Lust habe. Einsamkeit ist ja nur dann schrecklich, wenn man darauf keine Lust hat. Wenn man darauf Lust hat, ich will allein sein, sagt man, ja, gut, ich kenne jetzt niemanden, der zu mir je gesagt hat, ich will einsam sein. Das ist ein bisschen seltsam, aber ich will allein sein, das sehr wohl, das kenne ich auch, habe ich auch schon oft gesagt. Aber man muss das wollen. Wenn es einem in der Einsamkeit gut gehen soll, muss man die wollen. Wenn man sie nicht will, dann ist es unter Umständen verheerend. Vergänglichkeit, Ewigkeit, könnte man denken, dass das sich widerspricht. Die Zeit läuft immer weiter, die Uhr tickt, regelmäßig, im Idealfall. Und wenn ich jetzt sowas abbilden will, musikalisch illustrieren will, abbilden will, hörbar machen will, dann greife ich wahrscheinlich zu etwas, was immer da ist, was sich wiederholt. Ein Fundament, das immer das Gleiche ist, immer beispielsweise 2 Schläge. Ich nehme zum Beispiel in der Nummer 25 der Bass, also der instrumentale Bass, der immer auf der 1 und auf der 2 vom Takt einschlägt und 1 und 2 und auf der 3 hebt er sich wieder, ist still und auf der 1 und auf der 2
schreitet er wieder voran. Hat auch was von Treue, von Unausweichlichkeit, von, wie es in diesem Stück dann heißt, ich will hier bei dir stehen, verlasse mich doch nicht, in der einen Variante. In der anderen heißt es, verachte mich doch nicht. Und dann geht es weiter, das ist ganz interessant, in den beiden Versionen von 1731 und 1744 sind die nächsten beiden Textzeilen voneinander sehr, sehr verschieden und sagen genau das Gegenteil aus. Das eine heißt, von dir will ich nicht gehen, wenn mir mein Herze bricht. Und die andere sagt, von dir will ich nicht gehen, wenn dir dein Herze bricht. Also es geht tatsächlich um beide. So. Das könnte man wieder deuten, könnte sagen, diese zwei Bassschläge sind ich und Jesus oder Jesus und ich. Das ist was mir jetzt spontan eingefallen ist. Das ist nicht die Grundidee da gewesen. Überhaupt nicht. Ich habe da probiert, vor allem wahrscheinlich Stichwort Unausweichlichkeit oder also dass man dem Schicksal oder in dem Fall Jesus seinem Tod nicht ausweichen kann. Also, oder dieser Peinigung, dieser Demütigung nicht ausweichen kann. Das sollte da zum Ausdruck kommen. Bassfundament, das immer dasselbe ist und dann oben drüber aber ein sich dauernd verändernder Fluss von instrumentalen Stimmen, die sich durchkreuzen, durchweben, auch im Kanon einmal, vierstimmiger Kanon über einem Quintfall, kommt da irgendwann vor. Und, kleines Detail, als Pendant, als Ausgleich oder als Gegengewicht zu diesem immer gleichen Bass, mit diesen zwei Schlägen, kommt immer auf der 2 des Taktes, spielen die beiden Traversflöten, boop, so einen kleinen Schlag. Wenn du dir die Stimmen anschaust, der Traversflöten, da sind 2 volle Seiten, immer Viertelpause, Note, Viertelpause. Es ist mir ein Rätsel, wie sie das ohne Lesefehler spielen konnten, weil das sieht alles gleich aus. Obwohl in jedem Takt eine andere Note steht, dass man da den Blick nicht verliert. Und das ist vielleicht auch so ein Schwebezustand, da mussten sie sich dann wahnsinnig zusammenreißen, vielleicht, das hab ich nie gefragt, mussten sie sich vielleicht wahnsinnig zusammenreißen, dass sie nicht rausfallen aus diesem Trott, aus diesem unabänderlichen Zeitenfluss. Solche Mittel können da zum Einsatz kommen. Gegensätze? Scheinbare Gegensätze, also dieser Fluss auf der einen Seite und die Stetigkeit, die Unveränderlichkeit auf der anderen. Ist ja auch Folter, also die Tropfen, die man jemandem auf die Stirn fallen lässt, immer im selben Moment, in einem selben Rhythmus, was einen irgendwann in den Wahnsinn treibt. Konditionierung, dass etwas in genau den gleichen Abständen immer wieder geschieht und dadurch sich so einprägt, dass man es nicht mehr wegkriegt. Also Traumatisierung wäre auch ein Stichwort. All solche Sachen spielen da eine Rolle. Vielleicht hat das Stück auch darum viele auf eine besonders nahe Art berührt. Ich weiß es nicht. Und die Jünger verließen ihn alle und flohen. Und es war ein Jüngling, der folgete ihm nach. Der war mit Leinwand bekleidet auf der bloßen Haut. Und die Jünglinge griffen ihn, er aber lief